Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotoz TV. Mein Name ist Sebastian. Und mein Name ist Thomas, Thomas von CAS. Genau, wir schauen uns heute das Thema CAS ein, das große Thema Akku-Allianz aus dem Hause Metabo. Genau. Vor allem hunderte von Geräten, tolle Tools, die es da gibt. Und wir schauen uns mal an, die neuen Akkus, die es auch gibt von euch. Absolut. Und vor allem, wir werden uns auch mal ein paar Geräte anschauen, vor allem auch mal ungewöhnliche Geräte und was alles möglich ist mit CAS. CAS ist unser Thema, aber für die wenigen, für die 2 Menschen auf dieser Welt, die CAS noch nicht kennen, was ist CAS? Ja, CAS ist das Cordless Aligned System, dafür steht die Abkürzung und es ist ein Verbund von Werkzeugherstellern, die sich ein gemeinsames Akkusystem teilen. Und damit stehen viele Marken auf einem Akkusystem und das ist natürlich ein großer Vorteil für die Endanwender, weil sie auf der Baustelle immer viele verschiedene Anwendungen mit einem Akkupack machen können. Und wir sind heute bei 400 Werkzeugen inzwischen, also die Auswahl ist riesig. Das ist krass. Es sind 40 renommierte Firmen dabei, die sind oft bekannt, ja, ein paar Marken genannt vielleicht. Metabo natürlich als Geber der Akkupacks, die kommen eigentlich alle von Metabo, aber sind dann gelabelt für die verschiedenen Hersteller. So, das heißt, es ist die gleiche Technologie drin, es ist 100% kompatibel und wir haben so ganz große Marken drauf, wie Mafel, Prebena ist drauf, Colomix, ne, und so weiter. Die ganzen 40 macht jetzt keinen Sinn, die abzuklappern, aber mal nur einfach kurz einen Ausblick gegeben. Ja. In einfachen Worten, das heißt, also dieser Akku, wo jetzt aktuell hier gerade Metabo draufsteht, ja, könnte auch was anderes draufstehen. Richtig, genau. Aber wenn was anderes draufsteht, steht CAS drauf. Ja, hier können wir zum Beispiel mal einen zeigen. Genau, richtig. Übrigens, das habe ich häufiger als Frage schon bekommen. Ja. Kann ich dann den bei Metabo benutzen? Das ist also wirklich, ist ja völlig logisch, also uns beiden ist ja völlig klar, aber für euch draußen, einen CAS-Akku kann ich eben natürlich bei Metabo benutzen, aber eben bei allen CAS-Partnern, also CAS-Partnern. Genau. Ja. Und das ist erstmal völlig egal, was hier draufsteht, das funktioniert untereinander sowieso, weil das Einsteckende, was wir hier haben, ist immer dasselbe. Das ist immer das Gleiche, genau. Das ist voll kompatibel. Genau, ja. Und die Elektronik und die Logik dahinter, die ist eben die gleiche. Und das Ganze jetzt mit 400 Geräten. Ich weiß, letztes Jahr haben wir schon mal ein Video dazu gemacht, da waren es noch mal weniger. Es ist schon erstaunlich, wie es auch wächst. Es wächst und wächst und wächst und wächst. Ja. Natürlich, ja. Ich glaube, wir werden in Bälde die 50 Partner haben und vielleicht auch 500 Werkzeuge. Ja. In die Richtung geht es jetzt und es ist ungebrochen. Es gibt noch viel mehr Werkzeugfirmen, das glaubt man gar nicht. Ja. Absolut. Genau. Und damit steigt natürlich die Vielfalt nochmal. Also das System wird immer interessanter. Jetzt sind wir mal rein anzahlmäßig der Werkzeuge sind wir auf Platz 2, noch hinter Makita. Aber ich glaube, dadurch, dass eben halt 40 Partner oder zukünftig 50 immer wieder weitere Produkte entwickeln, steigt die Vielfalt rasant an und es ist dann sehr schnell absehbar, dass man viel schneller auf 500 und dann auch noch vielleicht 600 Werkzeuge kommt. Ja. Der große Vorteil ist ja eben, wenn ich auf der Baustelle bin, brauche ich erstmal nur einen Akku, ja, beziehungsweise vielleicht auch ein paar mehr, aber ich brauche nur eine Art von Akku und ich habe vor allem ein Ladegerät, ein System und muss nicht zwischen verschiedenen Akku, habe ich jetzt heute den richtigen mitgenommen, Mist, den habe ich vergessen und so weiter. Du kannst deinen Kumpel fragen, hey, hast du mir mal einen anderen Akku, meiner ist gerade leer und dann greift er einfach in seine Kiste und zieht dir einen Akku raus. Ja. Und wenn er zufällig leer wäre, dann ist es sogar noch einfacher mit dem Ladegerät, weil das passt nämlich dann auch. Genau. Und der große Vorteil ist eben folgendes, aus meiner Sicht, Metabo hat sehr viele verschiedene Werkzeuge. Aber fast keine Firma oder eigentlich gar keine Firma ist in der Lage, jedes Werkzeug einzeln zu entwickeln, einzeln von sich selbst aus der Kraft auch zu entwickeln und dann den passenden Akku natürlich dazu zu geben. Im CAS-System ist es einfach so, dass ihr die Spezialisten alle mit an Bord habt und dadurch den großen Vorteil habt, dass ihr quasi auf der Baustelle alles auch machen könnt. Richtig, und diese Partner, die haben eine unglaubliche Kompetenz. Teilweise sind diese Firmen 120 Jahre alt, 125, Mafel zum Beispiel. Ja. Und die haben natürlich ihre Zielgruppe ganz genau im Blick und haben die Feinheiten entwickelt, was diese Zielgruppe braucht und auch unterschiedlichste Geräte. Ne? Das könnten wir als Metabo, ich komme ja auch von Metabo, ich bin zwar der Thomas von CAS, aber ich bin ein Metabo-Angestellter, ja, weil die Akkus ja von uns kommen. Ja. Wir können als Metabo niemals leisten. Wir haben jetzt noch mal eine Neuigkeit, bevor wir uns mal auch ein paar Geräte angucken. Ja, vor allem auch mal dazu kommen, was zum Teufel ist das hier eigentlich? Aber das erklärst du uns gleich. Erst einmal, es gibt auch was Neues von euch und zwar, ihr habt den neuen Akku, der heißt LIHD-X. X genau. Steht für Extreme. Für Extreme.
Und was ist hier dann anders? In diesen Akkus ist die neueste Zellgeneration verbaut. Tabless Technology heißt es. Diese Zellen haben die Eigenschaft, dass sie bei höchsten Beanspruchungen noch sehr stark, also sehr kühl bleiben und dadurch eine hohe Performance abgeben können, bevor der Akku zu heiß wird. Ja, und das ist der entscheidende Vorteil. Wenn man das jetzt mal vergleicht, wir haben heute einen normalen Akku in der Größe, Metabo 10AH Akkupack, und Sie kriegen die gleiche, oder du kriegst die gleiche Performance eine Nummer kleiner. Ja? Das heißt, PS-mäßig sind die gleich, sogar wahrscheinlich der noch besser, aber natürlich vom Tankinhalt ist es schon noch anders. Ne? Also, aber damit werden viele Geräte, die man heute eigentlich nur mit diesen doch auch eher schwierigen oder schweren Akkupacks betreiben kann, nochmal einfach einen Tacken leichter, so ungefähr 500 Gramm. Nicht Ja, absolut. Genau. Absolut. Und das ist ein großer Vorteil und diese Tabless Technology, die greift jetzt über in den ganzen Markt, also es wird auch irgendwann diese kleinen Akkus berühren. Oh, okay. Ja, also das ist absehbar. Und wir als CAS sind natürlich interessiert, dass diese neueste Technologie auch immer für CAS zur Verfügung steht. Also wir haben eine sehr große Bedeutung auch bei den Producern für diese Zellen. Und wir werden immer gefragt, what's the next step und so. Ja? Und da sind wir immer vorne dran und haben Ladetechnologie, Akkutechnologie vom Feinsten. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns doch mal die ersten Geräte anschauen oder mal Geräte anschauen. Was gibt es alles im Bereich CAS an, ich sag mal, auch Spezialisten? Genau. Also, dann fangen wir doch einfach mit der Maschine hier von Eibenstock an. Was zum Teufel ist das? Sieht fancy aus, Ja. so wie eine Space-Kanone. Ja. Genau, aus den 70er Jahren in diesen... Genau, Mission to Mars, was auch immer. Genau, richtig. Also die END 40A, so heißt das Gerät, ist eine Diamantbohrmaschine für harte Materialien. Damit kannst du Fliesen bohren. Jetzt verstehe ich das. Genau. Hier ist Wasser drin. Hier ist Wasser drin, genau. Okay, hier kann ich Druck aufbauen wahrscheinlich. Ja, genau, hier kannst du Druck aufbauen, bisschen, das kannst du aufpumpen. Genau. Ja. Und dann hast du hier vorne verschiedene Bohrmöglichkeiten. Das ist jetzt ein 10 mm Bohrer, aber das geht bei 6 mm los bis 40 mm. Und du schlägst die Fliese nicht. Ne? Wenn du sonst einen Bohrhammer hast, dann schlägst du auf die Fliese drauf und du hast die Gefahr, dass sie zerspringt. Und stell mal vor, heute machst du Bäder, ja, da ist die Fliese nicht mehr so klein. Ja. Da ist die Fliese schon größer und die kostet viel Geld. Ja? Absolut. Also, und wenn man dann Waschbecken oder was auch immer montieren möchte, dann hat man hier eine sehr gute Möglichkeit, dass eben die Fliese nicht zerstört wird. Man kann da sauber ansetzen. Und es ist ein besonderes Gerät, das dreht bis zu 8000 Umdrehungen hoch, also sehr, sehr schnell. Ja. Mit der Wasserzufuhr ist es perfekte Lösung, um bei sensiblen Bereichen einfach Montagearbeiten zu machen. Also beim ersten Draufschauen hätte ich nie erwartet, was das ist. Ich habe überlegt, was kann das sein? Kartuschenpresse, irgendwas. Weil ich habe hier vorne nicht drauf geguckt. Da wird es natürlich logisch. Das ist eine Diamantkrone, die wir hier vorne haben. Macht mega Sinn und vor allem ist relativ klein und handlich. Ja, das ist genau der Vorteil. Also Diamantbohrtechnik sind oft schwerere Maschinen und das ist jetzt sehr, sehr handlich und leicht. Optimal zugeschnitten auf die Anwendung. Was kann man dazu sagen? Was ist denn das? Ja, also ganz im Ernst, es sieht irgendwie sehr, sehr merkwürdig aus. Probier's mal anzuheben. Ich habe das Gefühl, müsste ich den Tisch wegziehen? Ja, genau, richtig. Ja, schwierig. Wir sind beim ganz ähnlichen Thema wie gerade eben. Okay, Fliesen. Ruby ist ein sehr bekannter Hersteller, kommt aus Spanien, okay. Der alles für den Fliesenleger hat. Von der Handzange bis über solche Geräte, bis wo du Fliesen verlegen kannst, 4 Quadratmeter, 2 Meter Kantenlänge. Also, unangenehm. Und das musst du können, da musst du die Gerätschaften dafür haben. Ich habe mal einen Fliesenschneider ausprobiert mit 3 Meter Länge. Okay. Hallo. Ja, genau. Und das kommt von Ruby. Ja. Krass. Und das ist jetzt ein Rüttler, ein Fliesenrüttler. Okay. Ja. Also die Fliese wird festgesaugt und abgelegt und man hat ja unterhalb der Fliese den Kleber. Ja. Und bei den großen Fliesenformaten ist es ganz arg wichtig, dass da keine Luft mehr drunter ist. Weil sonst die Fliesen bei Belastung schneller brechen. Ja. Und dann hat man einfach, schaltet das Gerät ein, das ist schon ein jetzt, und hat diese Rüttelfunktion. Und da vibriert es da unten und diese Platte schafft sich in den Kleber rein. Und dann ist die Luft raus und sie sitzt perfekt.
Also ich glaube, ich werde es heute noch ein paar Mal sagen, aber was es nicht alles gibt. Was es nicht alles gibt. Hier kann ich zumindest erahnen, worum es geht. Ich schätze mal Sägen. Da bist du ganz richtig. Ja, okay. Das ist eine Säge mit Kappschiene von der Firma Maffel. Das Ding heißt KSS 50. Da hat also 50 mm Schnitttiefe, sogar 52, wenn man es genau nimmt. Ja. Ist eine Brushless-Säge. Und was ist das Besondere an der Säge? Die Säge ersetzt eigentlich die Kapp- und Gärungssäge auf dem Dach. Ja, Kapp- und Gärungssägen kennst du ja. Ne? Das Absolut. sind großer Teller, schwere Maschinen. Und jetzt gibt es eine Alternative, mit der man viele Arbeiten auf dem Dachstuhl erledigen kann, ohne dass man die schwere Maschine hochschleppen muss. Und das ist diese KSS 50 von Maffel. Also, weil du es jetzt zweimal gesagt hast, haben früher Leute Kappsägen aufs Dach gepackt? Nein. Unterschiedlich. Natürlich kannst du unten schneiden und das Richtig. Material hochbringen. Ne? So hast du eine Alternative dazu. Ja. Für diejenigen, die es nicht kennen, ist eigentlich, wobei, zeig es vielleicht einfach mal ganz kurz, oder demonstrier es mal ganz kurz. Ich nehme mal den Mikro. So eine Kapp- und Gärungssäge, die KSS hier, die hat eine Einstellmöglichkeit. Ne? Also hier steht die zum Beispiel auf 0. Und was hat die jetzt mit der Führungsschiene? Da kann ich natürlich hier schneiden. Und hier unten, ne, da seht ihr die Zapfen. Genau. Und jetzt kann ich an Holz, also wenn das jetzt mal ein Stück Holz wäre, dann könnte ich hier im Prinzip ansetzen und durchschneiden und es wäre genau rechtwinklig. Absolut. Und jetzt habe ich hier eine Winkeleinstellung. Ne? Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte 30 Grad Gärung schneiden. Ja, so. Kann es noch festmachen. Und was seht ihr hier unten? Die Zapfen sind versetzt. Ja. Ja. Also kann ich das jetzt hier so schräg anlegen und wenn ich hier sicher sitze, ja, dann ist der Winkel auch 30 Grad und ich kann das hier schräg anschneiden. Und rat mal, was ein Zimmerer den halben Tag macht. Dinge schräg anschneiden. Schräge Dinge, genau. Schräge Dinge schräg anschneiden. Absolut. Dinge schräg anschneiden. Wir haben natürlich ein hochpräzises Gerät auch, ja. Und auf jeden Fall, aus meiner Sicht ist es für euch natürlich auch ein Ritterschlag, dass die Firma Maffel gesagt hat, wir arbeiten mit euch zusammen. Absolut, genau. Auf der einen Seite natürlich Vertrauensvorsprung in die Akkutechnologie, ne? Aber für uns mit CRS natürlich auch zusammen. Ich habe hier viele Kunden, die besuchen uns auf dem Stand hier und dann die erste Frage ist, kennst du schon CRS und so weiter? Und dann kommen, wenn die CRS kennen, die kennen Metabo und Maffel, also es ist eine gute Zusammenwirken auf dem Markt draußen. Ich glaube, jetzt kann ich es zumindest erraten, das hat irgendwas mit Blech zu tun. Absolut, absolut. Und zwar, das ist ein Gerät der Firma Trumpf. Trumpf ist ja weltbekannt für Absolut. Blechbearbeitung und die Wurzeln von Trumpf sind handgeführte Maschinen. Ne? Das machen die also bis heute. Und das hier ist ein Nibbler. Das Gerät heißt ein Nibbler, ja. Der nippelt, nichts denken dabei. Der schneidet immer so kleine Stückchen raus aus dem Blech, so halbmondförmig. Ja. Und dadurch kann das Gerät praktisch kurvenreich schneiden, beliebige Konturen. Du kannst sogar, wenn du irgendwo ankommst, kannst das Gerät auf der Stelle drehen und kannst dann weiterschneiden in die andere Richtung. Krass. Ja. Auch sehr renommierte Firma, ewig alt, viel Know-how in dem Bereich. Und die haben, ich glaube, 7 oder 8 CRS-Maschinen in der Zwischenzeit. Richtig interessante Sachen für Spengler, Leute, die viel mit Blech arbeiten, auch die Metaller können es gut nutzen. Und dann gibt es hier, halt es mal gerade, und dann hier kann man noch eine Verlängerung praktisch draufbauen, dann ist es so lang. Und wenn du zum Beispiel Wellblech-Verwahrung, also nicht Verwahrung, aber Wellblechdächer oder Wellblechabdeckung irgendwo machen musst, und da gibt es ja welche so Profile, die so trapezmäßig so hoch und runter gehen. Und da kommst du ja sonst nicht mehr rein. Und mit der Verlängerung kommst du dann noch tiefer. Ne? 165 mm Tiefe kannst du da machen. Kannst du Bleche zuschneiden, perfekt. Was es nicht alles gibt. Was es nicht alles gibt. Ich bin vorbereitet. Du bist vorbereitet? Das ist der Bristle Blaster. Ja. Genau. Also ich würde es aber wirklich cool finden, wenn der Bristle Blaster 2000 heißen würde. Okay. Ja, vielleicht heißt er eines Tages irgendwann so, ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht gibt es mal ein Firmenjubiläum oder sowas. Aber es ist ein sehr bemerkenswertes Gerät. Der Bristle Blaster kommt von der Firma Monty Power. Und er ist ein absolutes Spezialgerät. Man denkt hier, das ist irgendwie so Bürsten, kennt man ja so Bürsten zum Lack entfernen und so weiter. Ja. Aber das sind besondere Bürsten. Das sind Bürsten, die eine Schlagfunktion haben. Die kratzen das Material nicht, sondern das wird hier vorgespannt. Wenn das hier runterläuft, dann schnalzt es über den Bolzen und haut auf die Oberfläche. Und dadurch hast du einen Effekt wie beim Kugelstrahlen.
Ah, Und Kugelstrahlen, da weißt du, was du alles mitnehmen musst, wenn Ja. du irgendwo hin musst. Viel. Genau, und deshalb gibt es das Gerät als Akkugerät. Okay. Und es wird eingesetzt, ja, wenn du mal Lust hast, kommst du mit, dann hieven wir dich mal hoch auf eine Windmühle, nein, Windkraftanlage? Auf eine Windkraftanlage, Aber klar. genau. Und dann kannst du mal sehen, wie da oben zum Beispiel Schlagschäden oder Rostschäden repariert werden. Okay. Und das ganz Starke ist, wenn du so eine Oberfläche hast, die diese Qualität hat, dann kannst du sofort überlackieren. Ja, also okay. riesige Vorteile. Ne? Also du sparst viel Zeit, kannst sofort überlackieren und hast eine hochqualitative Oberfläche. Wird auch zur Schweißvorbereitung genommen, für Pipelinebau, Offshore. Also sehr interessant, wenn es um Lack- oder Rostreparaturen geht. Und auch das in CAS. Und das auch in CAS. Und zack, der Thomas ist weg, Olaf ist da, Ja, super. von der Firma. ScanGrip. Genau, wer ist die Firma ScanGrip? ScanGrip ist ein dänisches Unternehmen. Wir sind Hersteller von LED-Arbeitsleuchten und da habe ich jetzt heute auch hier eine, die ich gerne zeigen möchte. Wichtig ist, wir sind ja hier ist ein Akku drin von CAS. Genau. Ja, ein CAS-Akku. Welche Akkus kann ich eigentlich reintun? Bis zu welcher Größe? Du kannst alles reintun, je größer die Akkukapazität ist, desto länger hast du Licht. Ganz einfach. Also 18 Volt Genau. und dann kannst du bis 10 Ampere-Stunden und dann hast du eben eine Menge Licht und lange Licht. Also sehr lange Licht, genau. Genau. Und eine Menge Licht ist überhaupt das Stichwort. Was heißt in dem Fall hier eine Menge Licht? Die Lampe speziell hat jetzt 10.000 Lumen, bis 10.000 Lumen. Sie ist dimmbar in 5 Stufen und von 1.000, 2.000, 3.000 und dann entsprechend bis 10.000 Lumen. Und ja, das ist viel Licht. Absolut. Ich habe ihm vorher kurz erzählt, ihr kennt ja alle unser Studio. Das Gelände von unserem Studio ist 100 Meter lang. Und manchmal stehe ich abends da, um Dinge nachzuschauen. Dann habe ich genau dieses Gerät in der Hand. Und dann kann ich wirklich bis zum Ende des Geländes gucken, weil 100 Meter mit so einer Leuchte, das ist schon eine Menge. Ja? Wie weit man schauen kann. Und auch 10.000 Lumen. Also man unterschätzt auch, was 10.000 Lumen sind. Ja? Also es ist echt hell. Also deswegen, wenn ihr es jetzt anmachen würdet, hättet ihr noch ein weißes Licht, da hättet ihr gar nichts von. Licht am Ende des Tunnels vielleicht. Oh, ich hoffe nicht. Hier ist aber nochmal was Wichtiges dabei, und zwar habt ihr hier auch eine Bluetooth-Steuerung. Wozu ist das da? Die Bluetooth-Steuerung ist dafür da, wenn beispielsweise die Lampe auf einem Stativ steckt und dann in 2-3 Meter Höhe ist, dann kannst du sie weder ein- noch ausschalten. Und dafür ist dann die Bluetooth-Steuerung da. Du kannst sie dimmen und wie gesagt ein- und ausschalten und das macht man gerne mit Bluetooth, bevor man die Lampe vom Stativ runterholen muss, etc. pp. Genau, dafür ist es da und macht auch Sinn. Genau. Ich bekomme sehr häufig die Frage, wozu brauche ich das eigentlich, diese hübsche Spielerei. Wenn ich es in der Hand habe, auf meiner Höhe habe, ist okay, ja, kann man das nutzen oder nicht. Aber gerade solche Geräte sind ja häufig irgendwo unter der Decke angebracht. Nicht nur die hier, sondern viele, viele andere, wie zum Beispiel auch diese. Und die sind häufig auf Stativen, häufig irgendwo auf einer Höhe, wo man nicht mal jeden mit der Hand rankommt. Und dann macht so eine Bluetooth-Steuerung absolut Sinn. Absolut. Selbst man kann mit dieser ScanGrip-App bis zu 4 Lampen gleichzeitig steuern. Das heißt, auf einer Großbaustelle hat man 4 Lampen irgendwo rechts, links in der Ecke und kann dann ein komplettes großes Feld ausleuchten und kann dann Lampen einzeln steuern. Also von daher macht das absolut Sinn. Die Lampe hat eine IP-Schutzklasse von IP65, was sicher auch absolut Sinn macht. Und das heißt, sie kann auch draußen mal stehen. Das macht ihr überhaupt nichts aus. Und wichtig ist, falls der Akku doch mal leer gegangen sein sollte, hat sie einen internen verbauten Akku. Dann hast du noch 1 Stunde Licht auf 10%. Also nach dem Motto, oh, jetzt kann ich noch mal ein bisschen was machen oder ich kann es noch mal als wieder einpacken oder zusammenräumen, bevor mir der Akku dann bevor es dunkel ist. Genau. So, wir haben auf der Rückseite können wir das wunderbar steuern. Haben wir ein Bedienfeld relativ einfach erklärt. Wir haben eine Kapazitätsanzeige, wie viel Strom ist noch im Akku, so kann man es relativ einfach sehen. Und dann, wenn der Akku dann doch leer sein sollte, hast du eben noch diese 1 Stunde bei 1000 Lumen, was 10% sind in dem Fall. Ich muss aber sagen, sie hält sehr lang, weil ist mir noch nie passiert. Ja. Also mit einem 5.2er Akku hält sie auf der höchsten Stufe 1,5 Stunden. Das ist schon eine Menge. Genau. Und wenn du dann eben mit dem 10er Akku gehst, dann hast du 3 Stunden 10.000 Lumen. Das ist schon wirklich viel. Und das kabellos und an einer Stelle, wo immer ihr es haben wollt. Jetzt haben wir den Roger hier. Roger von der Firma? Gesipper Blindentechnik. Genau. Wer ist Gesipper? Die Firma Gesipper ist ein namhafter deutscher Hersteller seit 70 Jahren, der wo sich nur auf Blindniete und Blindenmutter spezialisiert hat, sowie Verarbeitungsgeräte, Sondergeräte und in der Prozesssicherheit hier marktführend ist. Ich habe das Gefühl, du hast es schon mal gesagt.
Ah, ich habe es noch nicht gesagt, ich habe es einmal ausgedacht. Nein, Spaß beiseite. Wer von euch das nicht kennt, das hier ist eine Blindniete. Korrekt. Und was genau mache ich mit einer Blindniete? Mit einer Blindniete verbinde Materialien. Ich brauche nur eine zugängliche Seite. Ja. Eine Schraube brauche ich 2 Seiten. Ich habe eine Schraube, eine Mutter, eine Beilagscheibe. Bei einer Niete brauche ich hinten gar nichts hier und verbinde also blind. Niete also blind. Was dahinter ist, spielt für die Niete keine Rolle. Für diejenigen, die es nicht kennen, Ja. wie fest wird das denn eigentlich? Sehr fest. Ja. Sehr fest. Ich glaube, dass, also wer damit noch nicht gearbeitet hat, der wird erstmal sagen, naja, was soll das schon halten und was kann das schon halten? Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das hält aber so richtig. Ja? Also was mit einer Blindniete festgemacht wurde, das geht nur wieder ab, wenn ich es rausbohre. Ansonsten ist das wirklich eine absolut feste Verbindung. So ist. Ja? Und was haben wir jetzt hier für ein Gerät? Wir zeigen es auch gleich mal, aber was haben wir hier für ein Gerät? Wir haben jetzt das neueste Gerät der Firma Gesipa, unseren Birdie und natürlich auf der Cast-Plattform, ganz klar hier. Der Birdie ist leicht, stark und schnell. Leicht, stark und schnell. Guter Name. Genau, ist so. Und es ist das leistungsstärkste Gerät in deren Klasse und sowie das leichteste Gerät in deren Klasse. Also leicht kann ich bestätigen. Was heißt eigentlich leistungsstark bei Blindnieten? Leistungsstark ist bei normalen Standardgeräten 10.000 Newton zum Beispiel hier. Also 10.000 Newton ist eine Menge. Eine Tonne im Endeffekt, wenn man es umrechnet hier. Wir können hier bis 5er Edelstahlniete ziehen, sowie 6er Aluminiumniete. Krass. Vorteil von dem Gerät ist natürlich, wir haben einen relativ langen Hub mit 25 mm. Das bedeutet hier, wir können eine relativ lange Niete auf einmal wegziehen. Genau. Ja, verstehe. Ich kann natürlich auch für verschiedene Nieten hier die Spitze wahrscheinlich ändern. Genau, ich kann die Setzhülse ändern. Setzhülse. Okay. Setzhülse nennen wir das mit schon integriertem Mundstück drauf. Kann ich automatisch wechseln hier. Vorteil von diesem Gerät, und das war Vorgabe der Industrie, ist, ich brauche kein Werkzeug mehr, hier etwas zu ändern. Okay. Also praktisch im Endeffekt werkzeuglos. Das heißt, ich kann es jetzt einfach von Hand runterdrehen. Genau. Oh. Also das, ich muss sagen, Genau. hätte ich nicht gedacht. Man kann jetzt alles im Endeffekt ohne. Also ich bin wirklich fasziniert gerade. Das sind die Teile und diese Setzhülsen Ja, mit verschiedenen Durchmessern, klar. je nachdem, was für ein Niete sie einsetzen. Und im Gegenzug baut man es natürlich wieder ganz normal zusammen. Rein. Wieder jetzt zusammenschrauben. Und vor allem also wirklich auch nur handfest. Ja. Und ich sag mal, wirklich fest kann es gar nicht sein, weil ist ja noch ein bisschen Fett drauf. Genau, ja, leider So. ist Fett drauf. Ich habe jetzt natürlich rutschige Finger. So, und dann wieder. Und drauf. Das ist der sehr gute Clou der Firma Gesipa, dass wir hier praktisch ein fast werkzeugloses Gerät haben. Also sowas begeistert mich wirklich, weil du musst es halt häufiger mal wechseln. Und dann ist es häufig so, dass du den Schlüssel oder genau das, was du dazu brauchst, das meiste Spezialwerkzeug ist irgendwo, ja, aber garantiert nicht da. Und dann ärgerst du dich. Und das ist ja wirklich kinderleicht. Das ist kinderleicht. Wirklich krass. Und wir wollen euch jetzt mal zeigen, wie gut das funktioniert. Man steckt diesen Niet in das Mundstück. Dann nehmen wir unser Bauteil und dann drücken wir da bloß drauf. Und genau, das war's. Und im Endeffekt geht dann der Niet dann, wird dann hinten im Auffangbehälter befördert. Genau, also der Dorn ist hier hinten. Genau, Moment. der Dorn ist im Endeffekt da hinten drin. So. Genau, machen wir so, ganz genau. Jetzt zeige ich euch mal, hier werden die aufgefangen. Genau. Ja, damit sie nicht irgendwo hinfallen. Genau. Das kann ich einfach leer machen und dann hier Stecken einfach drauf. so Ganz drauf genau. und weiter geht's. Genau. Und man sieht auch wirklich, wie kinderleicht das geht und vor allem auf welche Geschwindigkeit. Ja, Sehr schnell, sehr schnell. genau. Das ist natürlich ein absolutes Industriegerät. Ja. Nur. Es gibt ja, ich habe vor kurzem eine Lösung gehabt für Blindnieten, wo man das mit irgendeiner Zange und irgendwie so zurecht taddeln kann. Irgendwie funktioniert das auch so ein bisschen. Aber man muss genauso sagen, also irgendwie und so ein bisschen. Das ist eine reine industrielle Anwendung. Wenn Ja, klar. Aber ich will halt sagen, das ist vielleicht eine Woche her, dass ich das gedreht habe mit diesem von Hand Gerät. Und wie anders das hier ist und vor allem welche Geschwindigkeit, ja. Das will man ja. Wenn man das häufiger benutzt, nehmen, ansetzen, draufdrücken, fertig. Nächstes fertig. Und das macht total Sinn.
Hier geht es um Geld verdienen. Ja, absolut. Und Zeit ist Geld. Vielen Dank, Roger. Und jetzt wieder zurück zu Thomas. Thomas, wir haben uns jetzt ein paar Geräte schon mal angeschaut. Und es sind ja nur ein paar Geräte. Ja, wir haben jetzt 5, 6, 7 Geräte uns angeschaut. Es gibt 400 heute. Und ich habe das Gefühl, wir sehen uns ja gefühlt einmal im Jahr. So ungefähr, Ja. genau. Mal schauen, wir könnten ja fast schon eine Wette abschließen. Das ist nächstes Jahr 500, 600 oder noch mehr. Ich bin super gespannt. Ihr schreibt bitte mal in die Kommentare, ob ihr mal noch ein wesentlich größeres Übersichtsvideo haben wollt. Ob ihr noch mal mehr Spezialisten oder Allrounder oder was auch immer ihr gerne sehen wollt aus dem Bereich CAS. Und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.